Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema: Ist die Zwischenkorrektur bei Silber vorbei? Disclaimer. Ist die Zwischenkorrektur bei Silber beendet? Es sieht ganz danach aus, als ob Silber seine jüngste Korrektur mit einer bullischen Hammerkerze am letzten Freitag beendet hat und sich langsam wieder nach oben bewegt. Auch Goldaktien, die eine Verschnaufspause einlegten, beginnen wieder zu steigen. Neben Silber ist auch Kupfer wieder angestiegen und visiert das Allzeithoch vom 1. März 2022 bei circa 4.920 Dollar an. Also 4.920 Dollar pro Tonne, aktuell 4.220 Dollar. Gold- und Silberrohstoffaktien sind nach wie vor stark unterbewertet und laden immer noch zum Kauf ein, nutzen die Gelegenheit, solange es noch möglich ist. Ja, das ist meines Erachtens heute durchaus ausgefallen, dass Silber sich eben abgetrennt hat und die relativ schlechte Stimmung von Freitag und so ist bei vielen Goldaktien nicht zu sehen. Viele Penny Stocks Aktien, aber eben auch Kupferaktien, Gold- und Silberaktien können sich diesen relativ negativen Trend entziehen und steigen. Natürlich nicht alle, es sind eben ausgewählte, aber es ist nicht zu übersehen. Und das ist eben anders als in der Vergangenheit. Und das heißt, dass der versteckte Anstieg weitergeht und es im Prinzip keiner mitgeht, bevor dann, sage ich mal, wenn Gold und Silber auch dann wieder zurückkommt und steigt, sage ich mal, die dann alle in den 1-Dollar-Bereich oder mehr getrieben werden. Und dann haben wir für alle eine sichtbare Goldaktienmania. Also große Dinge haben oftmals kleine Anfänge und schauen Sie sich diese Bewegung bei diesen Penny Gold Aktien aktuell an. Das ist definitiv eine Abkopplung von dem negativen Szenario, das wir in der Vergangenheit hatten. Ja, hier ein Gold- und Kupferprojektgenerator, Operationsgebiet Querbeck. Marktkapitalisierung 8 Millionen, hohes Risiko. Also das Unternehmen hat 11.000 Hektar, hat 8 ehemalige Kupfer- und Goldminen, von denen viele in einer Tiefe von weniger als 300 Meter offen sind, also für weitere Exploration. Einschließlich 2 nicht abgebaute, teilweise definierte Lagerstätten, Gold, Silber, Zink in Bergen und Kupfer, Gold in Bethmann B haben sie auch noch. Also Bethmann B beispielsweise hat ein Gehalt von 1,76% Kupfer, 4,13 Gramm pro Tonne Gold, 16,7 Gramm pro Tonne Silber auf 183 Meter. Und ansonsten gibt es, sage ich mal, auch noch 3,17 Gramm Prozent Zink, also alles hochwertige Ergebnisse. Weiterhin haben sie eine neue Kupfer-Gold-Entdeckung generell. Auch haben sie eine große, offen abbaubare Eisen-Vanadium-Lagerstätte, Zone Nord heißt die. Da gibt es eine abgeleitete Ressource, 5,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 25% Magnetit. Und das ist eine riesige Menge. Auch hier die angezeigte Ressource mit 559 Millionen Tonnen, Gehalt von 28,% Magnetit. Zone Süd, die abgeleitete Ressource, da auch 23,5% Magnetit. Also da ist neben Gold und Kupfer gibt es eben auch noch eben dieses Eisen-Vanadium-Lagerstätte. Und das ist natürlich dann immer, was Euphorie bei den Anlegern reinspült. Und Sie sehen beim letzten Goldaktienboom, also ich meine jetzt den von 2020, 2021, sehen Sie, wie die sich damit einmal schnell bewegen kann. Und Sie sehen auch, aktuell ist das Unternehmen auch ausgebrochen. Es deutet sich also ein ähnlicher Ausbruch an, hier wie 2020, 2021, wo das Unternehmen im Grunde genommen von ja mehr oder weniger 5 oder 10 Cent auf über 40 Cent gestiegen ist. Da kann es schnell jetzt wieder hingehen. Ja, einfach weil der Markt eben diese großen Ressourcen, die interessanten Ressourcen im interessanten Rechtsgebiet beginnt zu entdecken und sehr schnell, wenn es sich dreht. Und wie Sie wissen ja, aktuell ist Gold und Silber gar nicht populär. Trotzdem brechen viele Goldaktien auf. Was passiert mit den Gold- und Silberaktien, wenn Gold populär wird, wenn Gold sich dauerhaft über 2.000 Dollar etabliert?
dann gibt es da kein Halten, dann können solche Aktien auch schnell über $1 und in den Mehrdollarbereich sein. Und das ist eben die ganz große Chance, die wir hier sehen. Ja, hier nochmal zur Historie. Wir orientieren uns ja an diesem Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahren. Da sind einige Beispiele. Da sind beispielsweise Aktien von 15 oder 20 Cent auf 15, 20, 30, $40 gestiegen. Es war gar nicht so selten, dass man aus $1.000 eine Viertelmillion Dollar machen kann. Ähm, Natürlich ist es schwierig, sowas zu sagen, das vor uns liegt. Ich meine, wir versuchen uns zu orientieren. Es ist natürlich im Augenblick natürlich erstmal der Wunsch, dass sowas wieder passiert. Aber die Basis, dass sowas passiert, ist im Grunde genommen da. Wenn Sie sich die untere Kurve ansehen, sehen Sie das Verhältnis von Goldaktien und Gold allgemein. Das heißt, Goldaktien und Gold, die laufen nicht gleich, sie schwanken stark zueinander. Man könnte sagen, ähm, um die Analogie Erde Mars zu nehmen, die meisten denken auch, es ist immer die gleiche Entfernung. Das ist es mitnichten. Mal ist der Mars 40 Millionen Kilometer entfernt, mal 400 Millionen Kilometer. Genauso ist das Verhältnis Goldaktien. Und Sie sehen hier in den 70er Jahren, die sind jetzt nicht drauf, aber die 80er Jahren waren diese Goldaktien strukturell überbewertet. Bis 1996 im Grunde genommen die in den Bärenmarkt eingetreten ist, der im Grunde genommen erst jetzt die Monate, die Jahre jetzt einen absoluten Boden erreicht hat. Und so sehen das die Chartisten. Jetzt kann es zu einer Situation kommen durch den steigenden Gold- und Silberpreis früher oder später, dass mit einer großen Entladung diese Goldaktien nach oben schießen. Und das würde dann bedeuten, das würde die größte Goldaktienrallye aller Zeiten sein. Und hier sehen Sie die Beispiele aus den 1970er Jahren. Und das ist der Grund, warum ein Goldaktieninvestment investieren und natürlich vor dieser Eruption drin sein muss. Noch ist es möglich. Teilweise beginnen die zu steigen. Das kriegt keiner mit. Das muss man genau beobachten. Nicht jede Goldaktie selbstverständlich. Es ist ein Hochrisikospiel. Aber Sie müssen es einfach so sehen. Wenn von diesen Goldaktien vielleicht 20, 30, 50, 60% ganz gut funktionieren, einige super gut, der Rest vielleicht verschwindet vom Markt, ist man bei diesem Spiel mit bei. Weil ich denke, wir stehen vor einer Entladung und Gold über 2000 wird diesen Markt komplett neu bewerten. Und meiner Meinung geht es dann eben in diesen alten Bereich, den Sie hier im Kreis sehen, dann zurück. Das ist ein Jahrhundertereignis aus meiner Sicht. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren, Potenzialfaktor zu errechnen aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes oder Grad des Metalls. Wir auch eine Excel-Strategie entwickeln, was wir investieren und wenn dieser Boom vorbei ist. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. Eine Überweisung schon, das sind Zollfreilager in der Schweiz. Genauso ist es auch andersrum. Sie können es schnell verkaufen, sich ausliefern lassen, unter Umständen eine Alternative zu den Edelmetallhändlern überhaupt. Ja, Preisvergleich natürlich immer erstmal machen vom generell Goldkauf, da helfen solche Portale. Ansonsten hier noch ein paar nützliche Informationen. Mit welchem Broker können Sie arbeiten? Wo kann man Edelmetalle in der Schweiz und Liechtenstein einlagern? Goldaktien-Gold-Ratio, weitere Informationsquellen, Literatur zu Goldaktien, also Bücher, weitere Diskussionsformen wie COCA, da werden auch die Aktien auf internationaler Basis intensiv diskutiert. Ja, wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme, wie auch immer haben, kontaktieren Sie mich einfach unter angegebenen E-Mail oder Telefonnummer. Sobald ich Zeit habe, werde ich mich dann bei Ihnen melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, damit Sie sofort über neue Videos informiert werden. Aber vielleicht auch einfach ein Like geben. Das würde nämlich dazu führen, dass dieses Video anderen potenziell interessierten Zuschauern auf YouTube vorgeschlagen werden würde. Ja, nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.